Move Electric wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich weiß, es gibt wieder ein Tesla-Video heute. Ich bitte um Nachsicht. Wir haben den Wagen ja ganz frisch und da gibt es natürlich das ein oder andere drüber zu erzählen, auch für die, die sich dafür interessieren. Es kommen auch bald wieder Videos zu anderen Autos, keine Sorge. Ja, wir haben uns das Model Y als Familie ja nicht gekauft, weil wir wahnsinnig viel zu transportieren hätten. Also jeden Tag eine Waschmaschine oder so. Das ist ja nicht der Fall. Sondern wir haben uns den Wagen gekauft, weil wir einen Hund haben, nämlich hier die liebe Myla. Guck mal, die Kamera Myla, da. Siehst du? Ja, Myla hat viele Fans da draußen, das weiß ich. Und ja, was es jetzt damit auf sich hat, was ich mit dem Wagen vorhabe heute und was ich euch zeigen möchte, das seht ihr nach dem Intro. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, das Model Y ist ja eigentlich komplett ausgestattet und das, was man vielleicht noch vermisst, das kann man per Software hinzukonfigurieren oder bestellen, zum Beispiel den Enhanced Autopiloten, zum Beispiel Full Self-Driving oder eben auch einen Performance Boost jetzt um 1 Sekunde schnellere Beschleunigung. Alles super und ich wünschte mir, man könnte auch eine Kofferraumabdeckung hinzukonfigurieren per In-App-Kauf oder eine Matte für den Kofferraum oder für den Frank oder eine Hundeverkleidung. Nee, all das gibt's nicht, denn das ist Hardware. Und die gibt es halt nicht von Tesla serienmäßig dabei, eigentlich schade. Aber die gibt es natürlich im Zubehörmarkt. Und ich habe hier ein großes Paket bekommen. Das möchte ich euch heute mal unboxen mit euch zusammen. Myla, Achtung, ich mache das mal hier rum. So. Ja, das ist ziemlich riesig und da ist einiges drin. Und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. So, ganz was Feines. Wir haben nämlich als erstes eine kleine Matte für den Frank. Da steht sogar Model Y drauf. Ich mache den Frank mal eben kurz auf. So. Dann wollen wir mal gucken, ob die hier vernünftig reinpasst. Noch ist der Frank ja total sauber und das soll er eigentlich auch bleiben. Deswegen diese Matte. Ich würde sagen, ja, passt wie angegossen. Sieht schon mal gut aus. Und hier das Model Y, ja, kommt gut. Das ist aber noch nicht alles, denn wir haben auch noch das gleiche für den Kofferraum. Das ist natürlich ein bisschen sperriger. Das ist hier so eine Riesenmatte. Aber dazu müssen wir nach hinten oder ich drehe mal eben den Wagen, weil das Licht da hinten im Carport so schlecht ist. Ja, und diesen Karton habe ich übrigens von Shop for Tesla. Ich blende euch hier unten mal die Adresse ein. Das ist der Zubehörshop von Nico Pliquet. Kennt ihr vielleicht, hat auch einen YouTube-Kanal, verlinke ich auch hier oben. So, und das zweite ist wie gesagt diese große Kofferraummatte. Boah. Packen wir mal hier rein. So. Das ist schon ein richtig amtliches Teil. Aber mal gucken, ob das hier vernünftig in den Kofferraum passt und wie das aussieht. Ja, dann packen wir die mal hier rein. So. Ganz nach hinten. Das sieht doch schon mal richtig schick aus. Und der Clou ist, man kann diese Klappe hier weiterhin öffnen. Die bleibt ja auch so stehen. Das heißt, das ist ja nur draufgelegt. Das bewegt sich also weiter. Und wenn man sie zumacht, ist es wieder zu. Ja, das passt ja schon mal hervorragend. Das ist schon mal für den Hundeschutz die halbe Miete. Jetzt hat man natürlich noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier vorne diese Kunststoffabdeckung. Und da gibt es auch was, damit die nicht verkratzt. Das habe ich auch bekommen und das zeige ich euch jetzt. Ja, dieses Paket, da ist noch mehr drin. Da haben wir zum Beispiel hier diese Metallabdeckungen. Und ja, das ist richtiges Metall. Das ist Alu. Das sieht, wenn man das auspackt, nicht ganz so aus wie jetzt, weil da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Und ich kann euch sagen, die ist da irgendwie drauf geschrumpft und die muss man mit dem Fingernagel abbröckeln. Das hat echt eine halbe Stunde gedauert. Aber gut, es geht. So, da haben wir also 2 Stück davon. Das tue ich mal hier rein. Und ihr seht hinten, das sind so Selbstklebestreifen. Die mache ich jetzt erstmal noch nicht ab. Ich zeige euch das erstmal nur. Das heißt, die kann man hier im Prinzip reinklipsen. So. Und so.
So, das sieht dann im Prinzip aus, ja, es ist ja eine Aluabdeckung für diese für diese Kunststoffteile hier. Und dadurch verkratzt es nicht. Das Einzige, was verkratzen kann, ist diese Aluabdeckung. Die könnte man fast schon so dran lassen, allerdings ist es halt nur draufgelegt, ne? Also ist ein bisschen lose. Das heißt, wir machen das jetzt mal so, dass wir die Klebestreifen lösen. Ich mache es, glaube ich, erstmal nur mit diesen beiden. Wenn ich sie abkriege. So, ich habe jetzt die Klebebänder abgemacht und ich kann euch sagen, das war eine Fummelei, also das gibt es überhaupt gar nicht. Also hier sind so Klebestreifen. Bedeutet natürlich auch, wenn man das einmal angebracht hat, das ist Kunststoff. Wenn die Klebestreifen eine gewisse Zeit drauf sind, ich glaube nicht, dass man das wirklich so rückstandslos abkriegt. Das heißt, man sollte sich dann damit anfreunden, dass es für immer dran bleibt, wenn es geht. So, machen wir das mal beim ersten. Das heißt, wir klipsen das jetzt hier so rein. So, der hängt. Jetzt den zweiten. So, mal gut festdrücken. Alles klar. So, und das ist jetzt ja ein bisschen höher, oder das macht dieses Plastikteil ein bisschen höher. Das ist ungefähr die Dicke, so würde ich mal sagen, 2 mm, 1,5 mm. Das heißt, da muss man hier diese Abstandshalter ein bisschen reindrehen. Das habe ich schon mal gemacht. Und jetzt sollte die Klappe auch wieder gut zugehen. Perfekt. Auch der Sound beim Zugehen ist jetzt so ein bisschen satter, ein bisschen gedämpfter. Und jetzt haben wir also hier so einen schönen Metallschoner. Der sitzt wie angegossen. Hier haben wir eine Metallmatte. Das heißt, der Hund kann schon mal rein. Myla, komm mal her. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir dich da reinkriegen, ne? So, guck mal. Ist das langweilig, ne? Jo. Also das passt ja schon mal super und der Hund kann jetzt hier unten mit seinen Haaren nichts mehr dreckig machen. Allerdings hier noch an den Seiten und vor allem auch hier hinten. Das ist ja alles Filz und auch hier ist eine Filzschicht. Und wenn sie sich natürlich jetzt hinlegt oder dreht, dann ist das am Ende alles voller Haare. Und um das zu vermeiden, da werde ich mir noch hier so einen kompletten Einsatz besorgen für den ganzen Kofferraum. Den habe ich ja schon beim Model S. Der ist bei mir von der Firma Kleinmetall. Der ist nämlich maßgeschneidert für das Tesla Model S. Für das Model Y gibt es noch nicht. Und die Firma Kleinmetall, der statte ich nächste Woche einen Besuch ab. Da nehme ich euch natürlich mit. Da fahre ich mit dem Model Y hin, damit die meinen Kofferraum ausmessen können. Und dann nehmen die sozusagen auch so eine Kofferraummatte maßgeschneidert für das Model Y in ihr Programm auf. Und da bin ich gespannt. Noch habe ich sie nicht, aber ich zeige euch erstmal das, wie es beim Model S aussieht. Bleib mal hier liegen. Ja, das ist mein Model S. Ein bisschen dreckig, könnte ich auch mal wieder waschen, ehrlich gesagt. So. Und hier seht ihr das. Das ist von der Firma Kleinmetall. Das Ding nennt sich Starliner. Das hat auch hier so eine Matte, die man hier drüber werfen kann. Hier ist noch mein Ladekabel drin, das nehme ich mal raus. Und man sieht, der Hund hat hier schon öfter drin gesessen. Das ist ziemlich dreckig und das ist hier mit so Klettverschlüssen und so Reißverschlüssen. Hier hat man so ein Gummiband, was man um die Kopfstütze machen kann, damit das hält. Und das ist im Prinzip komplett maßgeschneidert für das Model S. Das habe ich im Prinzip schon seit 3 Jahren, seitdem ich das Auto habe. Und nach 3 Jahren Benutzung sieht es eigentlich immer noch aus wie neu. Es sind keine Risse drin, keine Kratzer, man kann das auswischen, es ist wasserdicht. Also so wünsche ich mir das, auch fürs Model Y. Das war aber noch nicht alles. Eine Sache ist hier noch im Paket. Und zwar das hier, ein neues Paket. Das mache ich gleich mal auf. Aber was könnte da drin sein? Das Model Y hat ja keine Kofferraumabdeckung. Die kann man nachrüsten. Und die ist hier drin. Und das will ich natürlich auch ausprobieren, wie das Ding aussieht. Dann machen wir das Paket mal auf. Ah ja. So. Wir haben hier mehrere Seitenteile und wir haben hier ein Kofferraum-Rollo. Das dürfte das hier sein. Packen wir mal aus.
So. Okay. Nicht ganz mackenfrei geliefert. Hier sind auch Macken drin vom Alu. Das kann man dann hier so rausziehen. Okay, so ein Rollo halt, ne? So, und jetzt ist die Frage, wie befestigt man das? Das ist natürlich die große Frage. Erstmal gucken, ob es überhaupt von der Breite her passt. Grundsätzlich her ja, passt. So, und die Befestigung, die erfolgt mit 4 Seitenteilen. Das heißt, ich brauche ein Seitenteil hier und ein Seitenteil hier und hier. Das werden die Dinger hier in diesen Umschlägen sein. Jetzt ist es genauso wie bei diesen Alu-Dingern, dass diese Seitenteile natürlich nicht verschraubt werden, sondern sie werden geklebt. Okay. Das hier ist also zum Beispiel das Seitenteil zum Einhängen des Rollos. Und die müssen hier unter den Gurt, also diese Nut muss unter den Gurt, dass man das hier so dran klebt. Also das muss dann hier so, hier sitzt es dran. Also kurz vor den Rücksitzen. Die sind jetzt auch auf die schrägste Position eingestellt. Und auf der Seite dann genauso, dann kommt hier die Stange dazwischen. So, das heißt, das könnten wir eigentlich schon mal einkleben. Da haben wir wieder dieses fummelige Schutzklebeband. Hoffentlich geht das ein bisschen besser ab. So. Gut, so muss es rein. Ja, das wird jetzt ein bisschen fummelig. Also das lässt sich zum Glück einigermaßen gut abziehen. So. Klebstoff. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das sauber daran kriegen. Das mache ich mal weg hier. So, ein bisschen mehr Platz. Das sitzt. So, abziehen. Was sind das denn? Insekten? Ja, ich glaube chinesische, was auch immer, Motten. Mit eingeklebt. Okay. Jetzt schon Hundehaare, obwohl Meiler nur einmal kurz hier drin war. So. So, das passt. Jetzt den letzten. So, das passt. Und jetzt hängen wir doch mal das Rollo rein. Das ist also dieses hier. So rum. Also schön ist anders, ne? Na gut. Ja, das passt schon mal nicht. Fängt ja schon gut an. Ja, also hier passt es. Hier passt es auch. So, Rollo hängt. Und so könnte man das dann... Nee, könnte man nicht. Das ist ja... Tut mir leid, also dieses Rollo, das taugt leider nichts. Also zurück nach China. Okay, ganz so schlimm wie es aussah, ist es noch nicht. Mit Kunststoffreiniger gehen diese Kratzer so halbwegs weg, die ich mir jetzt hier reingeholt habe, auch auf der anderen Seite. Das heißt, dieses Rollo taugt nichts. Ich glaube auch, so viel bessere gibt es da nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Also werde ich erstmal weiter ohne Rollo leben müssen. Ist nicht ganz so schlimm. Ich habe es bis jetzt wirklich nicht so vermisst. Aber es gibt genug Leute, die das total vermissen. So, und als nächstes kommt jetzt also diese Komplettabdeckung rein für den Hund. Und wie gesagt, ich fahre demnächst, nächste Woche ist das, nach Offenburg. Nee, Quatsch, Offenbach, ich will mal Offenburg sagen. Und dort zur Firma Kleinmetall. Und wie das da abläuft, das seht ihr gleich. Ja, ich bin jetzt hier bei der Firma Kleinmetall in Erlensee. Das ist bei Offenbach, das ist bei Frankfurt. Und Kleinmetall, das hat jetzt nichts mit Schrauben, Nägeln oder irgendwie Metallscharnieren zu tun, sondern das ist ein Spezialist für Gepäck, Raumabdeckung, für Hundeschutzboxen, für Hundegitter, für Kofferraumschutz. Und das machen die schon seit 50 Jahren. Und wie gesagt, mein Model S hat auch so einen Hundeschutz für den Kofferraum von Kleinmetall. Und fürs Model Y gab es natürlich noch nichts. Und das wird mir jetzt hier gerade maßgeschneidert.
Und wenn dieses Video rauskommt, dann findet ihr diese Hundeschutzmatte und auch das Hundeschutzgitter und eine Hundeschutzbox wahrscheinlich im Shop von kleinmetall.de. Das wird hier heute alles ausgemessen. Und das Hundeschutzgitter bekomme ich heute schon mit. Die Halterung muss aber noch angefertigt werden, weil die muss ein bisschen modifiziert werden, weil sie sonst nicht an die ganz wenig herausziehbaren Kopfstützen fürs Model Y passt. Ja, hier wird gerade der Prototyp eines Hundeschutzgitters für das Model Y montiert. Aber diese Halterung ist auch nicht irgendwas, was man jeden Tag an und wieder abbaut, oder? Ist auch nicht notwendig, die Halterung jedes Mal abzumachen und wieder dran zu montieren. Man hat die Möglichkeit, wenn man hier diese Schrauben rechts und links löst, das Gitter etwas nach rechts schiebt, aus der Verzahnung das Gitter komplett abzunehmen. Dann kann man weiterhin die Sitze problemlos umlegen. Bei der Kopfstütze ist hier hinten, da ist so ein Loch drin. Da kann man mit dem Schraubenzieher rein. Hier reindrücken und dann hier auf den Knopf drücken. Auf den Knopf drücken und dann kriegst du die Kopfstütze nämlich raus. So, also hier ist so eine Aussparung. Also wie gesagt, mal um das Gitter abzumachen, muss man nicht alles wieder komplett abbauen. Es ist ausreichend, wenn man auf dieser Seite die eine Schraube entfernt und rechts auf der Halterung dann genau das Gleiche macht. So, wenn man diese gelöst hat, einfach ein bisschen an dem Gitter wackeln, nach rechts schieben. Dann schiebt sich das raus und man kann das Gitter abnehmen. Diese Teile bleiben dann dran? Genau, bleiben dran. Das sind ja jetzt ja die Prototypen. Die sind natürlich, wenn man die neu kauft, ein bisschen schöner, nicht so Richtig. abgegriffen. So, wir haben jetzt hier das Gitter, das Schutzgitter ausgemessen und dabei festgestellt, dass diese Standardhalter, die Kleinmetall im Angebot hat, dass die ein bisschen zu dick sind. Die müssen also etwas flacher werden, damit die Kopfstütze noch wieder einrastet. Und der Murat, der misst jetzt gerade den Kofferraum aus für die Hundeschutzmatte, Hundeschutzdecke und auch die Hundebox, die eventuell dann kommen soll. Und ja, jetzt ist noch die Frage, wie genau machen wir es? Denn da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre zum Beispiel, hier ist ja Filz, dass wir jetzt sagen, hier kommen dann so Klettbänder dran und diese Hundeschutzdecke geht nur bis hier oder maximal einen Zentimeter höher. Das hätte den Vorteil, dass hier quasi diese Kante ist und man kann noch hier hintergreifen und in diese Tasche rein oder man kann das ein bisschen vorziehen und in die Tasche rein. Genauso auf der anderen Seite. Die zweite Alternative wäre, wir machen diese Schutzverkleidung bis hier oben, also da wo auch diese Kante ist. Und dann hier auf der Seite mit einer kleinen Aussparung für diese Schalter zum Sitze umlegen. Das hat aber den Nachteil, dass man hier so Klebeklett anbringen müsste, also Klebestreifen mit Klett dran. Und da sind vielleicht die ein oder anderen Besitzer ein bisschen picky, weil dieser Klebstoff wird natürlich sich irgendwann durch die Wärme auch im Laufe der Jahre in dieses Kunststoff einarbeiten. Und rückstandslos wird man den irgendwann nicht mehr rauskriegen, schätze ich. Also diese beiden Optionen gibt es und ich denke, wir machen einfach beides. Was auch definitiv kommen wird, sind Reißverschlüsse. Das heißt, es wird hier einen Reißverschluss geben, es wird hier einen Reißverschluss geben, hier einen Reißverschluss geben und an der Ecke einen Reißverschluss geben, damit man dieses Mittelteil auch weiterhin umklappen kann. Ja, was wir auch noch machen werden, ist hier vorne oder hier unten quasi auf der Seite der Heckklappe. Da ist ja auch so ein Filz. Und da werden wir dann so ein extra Zubehörteil kreieren, wo man hier auch mit so Klettverschlüssen so einen Schutz dran kletten kann, damit hier sich die Hundehaare nicht sammeln. Es wäre ja schade, wenn alles schön abgedeckt ist, aber hier oben an der Heckklappe, da sind überall Hundehaare. Ja, und ich habe jetzt hier den Mike Dornauf. Du bist hier im Verkauf und in der Produktion quasi, auch Mädchen für alles, hast du gesagt. Du machst quasi hier alles bei Kleinmetall. Wie viele Leute seid ihr hier eigentlich am Standort? Wir sind zurzeit 25 Mitarbeiter bei Kleinmetall.
Und ihr macht jetzt quasi nur Hundezubehör, Gepäckraum, Abdeckung und Verkleidung oder macht ihr noch was anderes? Gut, also der Schwerpunkt bei uns ist die Transportschutzsicherung. Und gut, wie gesagt, wir decken auch den ganzen Tierbereich, Hundebereich ab, von Transportboxen, Transportschutzgittern, Kofferraumauskleidung. Hier in der Videobeschreibung, da gebe ich euch eine Kontaktadresse, wo ihr eventuell eine Mail hinschreiben könnt, falls ihr da was benötigt. Falls es das noch nicht im Shop gibt, und die Adresse vom Shop kleinmetall.de blende ich euch auch hier unten ein. Also im Prinzip soll es dann irgendwann so sein, dass ihr für jedes beliebige Elektroauto hier die passende Hundetransportbox oder die Kofferraumabdeckung oder das Gitter oder was es auch immer braucht, bekommt. Und mit dem Model Y hier, das soll dann wie gesagt ab nächste Woche schon, soll es dann all das geben, was ihr euch nur wünschen könnt. Ja, und ihr seht es, hier wird mit vollem Körpereinsatz gearbeitet. So, mit dem Ausmessen sind wir durch. Hat doch fast 2 Stunden gedauert und ich freue mich tierisch, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich nächste Woche hier im Model Y eine super Transportmöglichkeit für Myla habe. Und ihr dürft euch auch freuen, denn Kleinmetall wird ja dann auch ab nächste Woche die ganzen Sachen bei Ihnen im Online-Shop zur Verfügung stellen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also kann ja nur gut werden, denn die machen hier echte deutsche Wertarbeit. So, heute ist es soweit. Das Paket von Kleinmetall ist gekommen. Und zwar habe ich jetzt hier das Hundeschutzgitter für hinten und 2 von diesen Matten, nämlich einmal diese halbhohe und einmal die hohe. Das heißt, es ist jetzt fertig und ab sofort könnt ihr das im Online-Shop von Kleinmetall kaufen. Und ihr bekommt übrigens 10% Rabatt, wenn ihr den Rabattcode MOVEELECTRIC, alles groß geschrieben, beim Bestellen mit eingebt. Ich blende euch das hier unten nochmal ein. Damit könnt ihr also 10% sparen und der gilt noch bis Jahresende 2021, also 31.12. Wenn ihr das Video also später schaut, 2022, da ist die Aktion leider vorbei, sorry. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was genau das ist. Also es ist eine Hundeschutzmatte, die den kompletten Kofferraum auskleidet und hier so eine Schürze, damit der Hund unter Umständen hier beim Rein- oder Rausspringen oder Klettern nicht die Stoßstange verkratzt. Und wir haben hier also ein Hundeschutzgitter, das kann man abnehmen. Und hier haben wir bei dieser Matte mehrere Reißverschlüsse, abgesehen von den beiden kleinen hier in der Ecke, weil ich habe bei mir nur die halbhohe Variante drin. Die hohe Variante, die würde bis hier oben gehen, mit so selbstklebenden Klettverbindern. Die habe ich bei mir aber gespart. Das Wichtige sind also diese beiden Reißverschlüsse, weil wenn ich die jetzt aufmache, dann kann ich also nach wie vor diese Klappe hier umklappen und kann im Prinzip mit dem Hund noch interagieren oder noch irgendwas durchladen, während diese Matte quasi permanent eingebaut bleibt. Und das finde ich eine richtig geniale Sache. Was man auch weitermachen kann, ist die Sitze umklappen. Das geht natürlich nur als Ganzes, wenn das Gitter montiert ist. Und wenn ihr die Sitze einzeln umklappen wollt, dann müsst ihr das Gitter hier abmontieren. Dazu gibt es hier so Schrauben. Das habt ihr ja schon bei den Prototypen gesehen. Das mache ich jetzt mal nicht. Und wenn man die beiden Schrauben abschraubt, dann kann man das hier so rausziehen und dann kann man die Sitze wieder einzeln umklappen. Ja, jetzt gucken wir noch mal, ob Myla das auch gefällt. Wo ist sie denn hin? So, Myla, dann wollen wir mal gucken, ob dir das da drin gefällt. Komm mal her. Komm. Jetzt mal rein. Ja, sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Jetzt machen wir noch mal die Klappe zu. Da kann man natürlich auch noch eine Hundematte reinlegen, damit das nicht so ganz so kahl ist oder ein bisschen Spielzeug. Klappe zu. Ja, gucken wir mal von innen. So sieht das jetzt also aus. Wir haben ein Hundeschutzgitter. Wir haben hier noch so ein bisschen Gebimsel. Das müsste man noch mal ein bisschen befestigen. Hier ebenfalls. So, Myla, jetzt kommst du dir vor wie in Alcatraz, ne? Ja, ich würde sagen, das ist eine ziemlich perfekte Lösung hier, ne? Das mit der Mittelarmlehne ist natürlich nicht Sinn der Sache, wenn der Hund drin ist, aber es ist zumindest möglich.
Was auch weiterhin geht, obwohl diese Schutzmatte drin ist, ist der Zugriff auf den unteren Kofferraum. Denn das Ganze ist ja nur mit Klett befestigt. Das heißt, ich ziehe hier nur dran und dann kann ich es quasi abkletten und kann auch weiterhin darauf zugreifen und das auch wieder so arretieren. Und wenn ich es wieder zumachen will, normales Prozedere, Klett wieder dran, zack, fertig. Also das ist doch relativ komfortabel. Das heißt, trotz Matte verbaue ich mir hier keine Zugänge. Na Meiler, hier lässt sich's aushalten, oder? Ist gar nicht so schlecht, ne? Vor allem die Größe ist ziemlich gut. Oh, hier ist alles voller Hundehaare. Du warst hier nur 5 Minuten drin, ist unglaublich. Ja, das war mein Zubehörvideo. Was habe ich bekommen? Ich habe für hinten eine große Kofferraummatte bekommen, die ich jetzt hier mit diesem Hundeeinsatz momentan nicht verwende. Ich habe für den Frank eine Matte bekommen. Dann habe ich mir diese Schoner hier für diese Ablage besorgt. Und natürlich das ganze Kleinmetallzeug, also hier dieses Hundeschutzgitter und diese Kofferraummatte in zweifacher Ausfertigung. Und das ist wie gesagt jetzt maßangefertigt für das Model Y, ab sofort bei Kleinmetall im Shop erhältlich. Und ich weiß, dass viele Hundebesitzer, die sich Model Y gekauft haben, darauf gewartet haben. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch das gekauft habt, wenn ihr Model Y besitzt und wie eure Erfahrungen damit sind und ob ihr eventuell noch weiteres Zubehör benötigt. Ich blende hier unten auch nochmal und in der Videobeschreibung die E-Mail-Adresse von Kleinmetall ein, auf der ihr euch melden könnt, falls ihr irgendwas benötigt, was nicht im Shop ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.